Moin meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal Löffelleicht. Heute mit einem ganz besonderen Rezept, denn es gibt gerade wieder einen neuen Backtrend und zwar den San Sebastian Cheesecake. Einigen wird er vielleicht schon mal bekannt vorkommen, weil er es vielleicht schon mal gehört hat oder vielleicht doch sogar schon probiert hat, aber ganz viele werden ihn wahrscheinlich noch gar nicht kennen. Und weil der gerade hier nach Europa überschwappt, möchte ich euch natürlich auch mein Rezept dafür zeigen. Und welche Zutaten ihr dafür braucht, das zeige ich euch gleich. Vorher möchte ich euch aber noch kurz erzählen, was überhaupt das Besondere an diesem Käsekuchen bzw. an diesem Cheesecake ist. Das Besondere ist zum einen, er ist ohne Boden. Das zweite, er sieht eigentlich verbrannt aus, ist es aber nicht. Also es ist wirklich kurz vorher, aber genau so muss er sein. Denn dann habt ihr innen drin eine super cremige Konsistenz. Also es ist so, als wenn er fast auseinanderfließt. Das tut er aber nicht. Er ist einfach nur unglaublich cremig. Und diese 3 Punkte machen ihn einfach so besonders. An Zutaten benötigt ihr Frischkäse, Mehl, Eier, Vanilleextrakt oder Vanilleschote, Zitrone, Zucker, eine Prise Salz sowie Sahne. Bevor wir jetzt anfangen, die Zutaten zu vermischen, schalten wir als erstes unseren Herd ein. Ich stelle ihn jetzt auf 240 Grad Ober- und Unterhitze, denn so hat er genügend Zeit vorzuheizen, denn der Ofen muss wirklich komplett heiß sein, wenn ihr den Kuchen dann reingebt. Und wenn wir den Ofen jetzt vorbereitet haben, nehmen wir uns jetzt unsere Springform. Ich habe jetzt hier eine 20er Springform und 2 Backpapiere, die ich mir schon zugeschnitten habe. Und jetzt werden wir unsere Backform schon mal vorbereiten, dass wir wirklich später nur noch die Masse hier reingießen müssen und dann direkt in den Ofen geben können. Die Springform werde ich jetzt mit 2 Backpapier auskleiden. Das heißt, ihr benötigt auch keine Springform, die komplett auslaufsicher ist, denn durch das zweimalige Backpapier läuft nämlich an den Seiten nichts raus. Und der zweite Grund, warum wir 2 Stück Papier nehmen, ist, weil das einfach zu dem San Sebastian Cheesecake dazugehört. Das macht die Optik nämlich so richtig schön rustikal und genau so muss er sein. Mit einer Hand drückt ihr das Backpapier auf den Boden und haltet es gleichzeitig fest. Im Anschluss nehmt ihr dann die andere Hand und legt einfach das Backpapier über den Rand hinüber, dass es alles gleichmäßig verteilt ist. Und genau dasselbe macht ihr mit dem zweiten Papier, sodass wirklich überall alles bedeckt ist und nichts an den Seiten rauslaufen kann. Wenn ihr wirklich partout Probleme haben solltet mit dem Auslegen bzw. Auskleiden, dann könnt ihr das Backpapier auch ohne Probleme nass machen. Dann geht es nämlich besser und spätestens dann sollte es auf jeden Fall kein Problem mehr sein. Und jetzt können wir uns auch direkt an die Füllung machen und dafür swipen jetzt einmal rüber zu meiner Küchenmaschine. Im ersten Schritt geben wir jetzt unseren Frischkäse sowie unseren Zucker und die Prise Salz hinzu. Und das wird dann einmal alles komplett kurz angeschlagen, also wirklich nur so, dass es eine einheitliche Konsistenz hat und nicht mehr, denn das ist wichtig. Und das gilt auch für die folgenden Zutaten, denn wir möchten keine Luft da drin haben, damit der später richtig schön cremig wird. Nun folgt der Saft einer halben Zitrone. Bei mir ist es eine halbe Zitrone, weil für mich in den Cheesecake einfach wirklich dieser Zitronengeschmack gehört. Das ist bei mir ganz wichtig. Ihr könnt es natürlich auch weglassen oder einfach weniger nehmen. Dann gebe ich jetzt meinen Vanilleextrakt dazu. Und jetzt wird jedes Ei einzeln dazugegeben und einzeln verrührt. Sobald ihr die Eier untergerührt habt, kümmern wir uns jetzt um die Sahne und das Mehl. Damit das Mehl natürlich keine Klümpchen bildet, werden wir es jetzt erstmal mit der Sahne vermischen und im Anschluss geben wir es einfach zu den restlichen Zutaten dazu. Hierfür gebe ich jetzt einfach mein Mehl in meine Schüssel und füge nach und nach immer etwas Sahne dazu und verrühre alles gut, dass sich keine Klümpchen bilden. Wenn ihr eine Glutenintoleranz habt, könnt ihr natürlich alternativ auch Speisestärke nehmen. Die Angaben werde ich euch dann unten auch nochmal mit in die Infobox schreiben. Jetzt fügen wir diese Masse einfach hinzu und alles wird nochmal kurz miteinander vermengt.
So, unsere Masse ist jetzt fertig. Allerdings werde ich jetzt nochmal alles mit meinem Schneebesen durchrühren, da meine Maschine leider nicht ganz so sauber arbeitet. Wenn ihr das bei eurer Maschine auch wisst, macht das auf jeden Fall auch. Und falls eure Maschine einwandfrei arbeitet, dann könnt ihr euch diesen Schritt natürlich sparen. Und jetzt brauchen wir alles nur noch in unsere Form gießen und dann kann es schon ab in den Ofen. Wenn ihr die Springform mit der Masse jetzt noch ein paar Mal auf eure Arbeitsfläche klopft, haut, wie auch immer, dann gehen die Luftbläschen noch ein bisschen raus und somit habt ihr wirklich keine Luft am Ende in eurem Kuchen. Jetzt ist alles vorbereitet und der Backofen ist heiß. Das heißt, wir können jetzt die Masse in den Ofen packen. Ich gebe den nun auf meine obere mittlere Schiene, einfach damit wir auch diese leicht oder beziehungsweise fast verbrannte Oberfläche erreichen. Und alles kommt jetzt für 40 Minuten in meinen Ofen. Es muss wirklich auch eingehalten werden, denn lässt ihr ihn länger drin, dann wird er einfach zu durch. Und jetzt kann alles in den Ofen. Ich gebe meine Masse jetzt oder beziehungsweise meinen unfertigen Cheesecake auf die obere mittlere Schiene für 40 Minuten bei, wie gesagt, 240 Grad Ober- und Unterhitze. Und an die Zeit solltet ihr euch auf jeden Fall halten, denn dann hat er genau die richtige Konsistenz. Und ich möchte euch noch mal kurz erzählen, wo dieser Kuchen überhaupt herkommt. Er kommt, wie der Name schon sagt, aus einer Kleinstadt, San Sebastian in Spanien und wurde dort komplett zufällig erfunden, denn er wurde einfach zu lange in einem kleinen Café im Ofen gelassen und das ist einfach schon die Geschichte. Und in Spanien ist er auch schon ein absoluter Renner, so wie auch in der Türkei, wo ihn vielleicht auch viele herkennen. Und dieser Trend schwappt halt momentan nach Europa und auch nach Amerika. Und damit ihr diesen Trend nicht verpasst, zeige ich euch heute das Rezept dafür. Wir können unseren Herd jetzt ausschalten und der Unterschied zum normalen Käsekuchen, den ihr auch schon auf meinem Kanal findet, ist jetzt, dass er nicht im Ofen auskühlt, sondern wir nehmen ihn jetzt direkt raus. Und da ist auch schon das Prachtexemplar und genauso sollte er aussehen. Richtig schön dunkelbraun, aber noch nicht verbrannt. Man muss da wirklich genau den richtigen Moment sozusagen abpassen. Und das hat jetzt wirklich super geklappt. Und jetzt zeige ich euch auch noch, was in diesem heißen Zustand den Cheesecake auch so ausmacht. Vielleicht habt ihr das auch schon mal auf Instagram gesehen, denn diese Videos werden auch auf Instagram total gehypt. Und genau so sollte er sein, so richtig schön wabbelig und fluffig. Dann ist er genau richtig. Jetzt müsst ihr Geduld zeigen, denn jetzt heißt es warten. Für ca. 3 bis 4 Stunden sollte der Cheesecake auf jeden Fall ausgekühlt werden, damit er euch beim Anschneiden später nicht zerläuft. Alternativ bzw. die bessere Variante ist natürlich, wenn ihr es einfach am Abend zuvor vorbereitet und dann könnt ihr ihn am nächsten Tag schon direkt vernaschen. So, mein San Sebastian Cheesecake ist nun komplett ausgekühlt und ich werde euch jetzt gleich noch den Anschnitt zeigen und natürlich noch das Topping, denn man sollte bzw. man kann diesen Kuchen auch noch toppen und das nach eurer Wahl. Entweder ihr nehmt geschmolzene Schokolade, das ist auch so mein Favorit. Oder ihr nehmt Karamellsoße. Da verlinke ich euch meine schnelle Karamellsoße natürlich auch nochmal in der Infobox. Oder ihr könnt natürlich auch Fruchtmus nehmen. Hier habe ich jetzt einfach pürierte Himbeeren genommen, aber ihr könnt natürlich auch jegliches anderes Obst nehmen. Und somit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst mir sehr gerne Bilder zukommen. Ich freue mich drauf und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.